Moin Leute, ich bin Semi Mensah, mehrfacher deutscher Meister im Tischfußball und ehemaliger deutscher Nationalspieler. Ich zeige euch heute auf dem Leonhard Soccer-Tisch das Brushpass-System auf der Fünferreihe, mit dem ihr auch gegen die Profis durchlegen könnt. Beim Brushpass-System wird der Ball nicht wirklich geschossen, sondern eher mit Effet zur Seite gewischt. Das heißt, man streichelt den Ball mit einer explosiven Seitwärtsbewegung. Das passiert auf zwei Punkte. Einmal an der Bande entlang und zum zweiten Mal, natürlich, wenn der Gegner an der Bande steht, auf dem möglichst weitesten Feldpass an der anderen Figur entlang, damit die äußere Figur einen möglichst weiten Weg zurücklegen muss und ihr eine einfache Option habt, den Ball nach vorne zu bringen. Wenn ihr euch für den Pass von der Fünferreihe hinstellt, müsst ihr darauf achten, dass ihr relativ mittig zu eurer Fünferreihe steht. Steht ihr zu weit hinten, könnt ihr hier nicht wirklich schießen. Steht ihr zu weit auf der anderen Seite, könnt ihr hier sehr, sehr schwierig den Ball fangen. Also relativ mittig ausgerichtet. Ich habe den so ein bisschen links zentriert. Zweiter Punkt, auf den ihr achten müsst, ist, dass ihr Freiheit im Handgelenk habt. Ich muss ein bisschen weiter mich runterbeugen, entweder mit dem Oberkörper runter oder ein bisschen in die Knie. Und dann muss ich zumindest gewährleisten können, dass ich relativ weit nach vorne und nach hinten komme. Werde ich jetzt weit in die Richtung greifen und kann den Ball nicht wirklich befördern, wäre das natürlich hinderlich. Deswegen eigentlich nur darauf achten, dass ihr Spielraum habt. Ich habe meinen Ellenbogen sehr, sehr nah an meinem Körper, damit ich den Körper als Schiene nutzen kann. Habe ich den zu weit off, also zu weit weg von mir, habe ich die Problematik, dass der ein bisschen rumfliegt und nicht sicher ist und nicht führt. Also Ellenbogen einfach ein bisschen am Körper halten und dann kann es auch losgehen. Bei der Handhaltung achte ich persönlich darauf, dass mein Daumen auf der rechten Seite des Griffs ist und der restliche Teil meiner Hand auf der linken Seite. Ich habe es ungern, dass meine Hand seitwärts komplett den Griff umfasst, sondern habe so ein bisschen so einen schrägen Style drauf, weil ich da die bessere Kontrolle habe. Ich orientiere mich dazu auch so ein bisschen an dieser Linie, muss aber jeder für sich selber entscheiden. Der letzte Part, der noch wichtig ist, ist für mich, dass mein Impuls für den Schuss nicht tatsächlich aus dem Handgelenk kommt, sondern durch eine zugreifende Bewegung und der Impuls vielleicht in der Bewegung im Handgelenk endet. Das heißt, die Bewegung an sich wird durch die Finger ausgelöst. Bei der Ballposition achtet ihr darauf, dass der Ball möglichst weit hinter der Stange liegt. Ihr wollt dem Ball ja Druck ein bisschen mitgeben und das funktioniert nur, wenn man den Ball so minimal quetschen kann. Natürlich nicht zu weit hinten, dass ihr euch auf den Ball verkantet. Und auf jeden Fall nicht zu weit vorne, weil sonst der Ball die Stange verlässt, bevor ihr überhaupt die Seitwärtsbewegung auf den Ball ausüben könnt. Ich zeige euch jetzt mal, wie man das Brushpass-System richtig üben kann und damit fangen wir erstmal an, den Ball zwischen den beiden Passpunkten aufzulegen und ihr geht hinter den Ball und versucht mit dieser kleinen Greifbewegung, von der ich vorhin gesprochen habe, den Ball mit einer seitlichen Bewegung zu streicheln. Das heißt, ihr zieht oder schiebt, also in dem Fall jetzt erstmal zieht den Ball zur Bande und versucht dabei möglichst wenig Impuls in diese Richtung auszuüben. Das heißt, viel Geschwindigkeit Richtung Bande, da könnt ihr auch ein bisschen anschlagen, das ist gar kein Problem. Und wenig Schuss, weil wenn ihr zu viel Schussbewegung macht, bekommt ihr wieder den Winkel nicht rein. Genau, das macht ihr dann in beide Richtungen, einmal zur Bande und das gleiche auch ins Feld. Erstmal ein bisschen langsamer, damit ihr überhaupt ein Gefühl dafür bekommt, wie ihr Druck auf den Ball ausüben könnt und dann irgendwann ein bisschen härter und ein bisschen schneller. Beim Fangen solltet ihr darauf achten, immer an der Bande anzufangen, mit dem Fuß nach vorne gerichtet. Da müsst ihr nämlich für den Bandenpass überhaupt nichts machen, ihr steht schon genau da und der Ball geht einfach in die Tasche, in den Fuß rein. Und für den Feldpass geht ihr erst im gleichen Augenblick, wenn der Pass erfolgt, auch ins Feld mit der Dreierreihe. Das funktioniert fast synchron, also ich gehe mit der Wischbewegung ins Feld auch mit der Dreierreihe hoch. Das ist ein bisschen Timing und ein bisschen Übungssache, aber es bekommt ihr relativ schnell hin. Solltet ihr Probleme bei dem System haben, versucht einfach näher an den Ball und mittig hinter den Ball zu gehen, weil es auch mal sein kann, dass ihr von der Seite kommt, ein bisschen zu früh was macht und der Ball irgendwie mit der Kante getroffen wird. Also wirklich erstmal ganz langsam hinter dem Ball, eine ganz kleine Wischbewegung, mehr auf die Seitwärtsbewegung konzentrieren als auf den Schuss an sich und dann sollte das alles ganz gut klappen. Wenn ihr euch mit der ersten Übung schon sicher fühlt, könnt ihr es gerne mal gegen Freunde ausprobieren. Das heißt, ihr stellt euch einen Kumpel hin und der soll euch mal verteidigen und ihr versucht hinter dem Ball, das ist ganz wichtig, so ein bisschen rumzufaken, rumzutanzen. Das ist der erste Schritt, wie man jetzt erstmal ein Gefühl dafür bekommt, dass man was tun kann, um den Gegner zu veräppeln, sage ich jetzt mal.
Und genau, dann stellt euch hinter den Ball und wirbelt mal ein bisschen rum wild und spielt den Ball dann auf die Punkte und guckt mal, ob ihr den Gegner vielleicht sogar fesseln könnt. Das bedeutet, ihr spielt erstmal so lange die Bande, bis der Gegner irgendwann fest an der Bande steht. Und erst dann, wenn der Gegner dann dort ist, spielt ihr mal einen Feldpass als Alternative. Das ist schon mal der Ansatz, oder da kriegt ihr das Gefühl dafür, was wir tatsächlich dann im echten Spiel machen. Jetzt wird das Ganze ein bisschen komplizierter und wird vielleicht auch ein bisschen interessanter für die fortgeschrittenen Spieler unter euch. Und zwar zeige ich euch jetzt alle Annäherungen, die man drauf haben sollte, damit ihr wirklich gegen jeden Spieler auf der Welt durchlegen könnt. Und ich fange jetzt erstmal an zu erklären und vielleicht versteht ihr dann genau, was ich meine. Das heißt, ihr habt theoretisch die Möglichkeit, wenn der Ball jetzt hier liegt, entweder mit der Figur von der unteren Seite anzugehen oder von der oberen Seite zu kommen. Das heißt, ihr habt die Option, zur Bande zu spielen und zur Feld auf unterschiedliche Art und Weise. Ich gehe jetzt mal alles durch und erkläre dann, oder versuche mal zu erklären, was ich im Endeffekt damit meine. Das bedeutet, ich komme erstmal von der unteren Seite, gehe minimal hoch und spiele den Ball dann runter. Das ist die erste Option, die ihr braucht. Die zweite wäre natürlich, den starken Pass zu spielen, denn der starke Pass wird direkt gespielt. Ich muss keine weitere Bewegung machen, um den Ball zu spielen. Ich kann direkt, fast wie geradeaus, den Ball durchspielen. Und das ist auch der Pass, wo die meisten starken Spieler auch vorstehen, weil es der schnellste Pass ist. Das heißt, wir hatten einmal den Ball einfangen, zur Bande hoch, dann direkt hoch den starken Pass spielen. Und dann kommen wir an einen Punkt, wo wir auf Profiniveau Gegner bekommen, die diese beiden Pässe einfach zufahren auf Reaktionen oder auf Timings. Und dann fängt es an, dass wir Fakes brauchen. Das bedeutet, wir täuschen jetzt den zweiten Pass an, den wir eben gelernt haben, also den hier, indem wir einmal den Ball überholen und dann erst hochspielen. Das heißt, wir gehen einmal über den Ball und spielen erst mit dem zweiten Versuch. Das bedeutet nämlich, der Gegner sollte im Optimalfall zur Bande laufen, während ich diese Bewegung mache, und danach kann ich durchspielen. Und jetzt geht es nochmal einen Schritt weiter, das ist ein bisschen komplex, aber irgendwann werdet ihr es verstehen. Noch einen Schritt weiter gedacht, der Gegner antizipiert schon, dass dieser Fake kommt, merkt es und bleibt im Feld stehen. Also täuschen wir an, dass der Bandenpass kommt. Der Gegner versteht es aber, ich täusche an, dass dann doch der Fake kam und dann spiele ich erst die Bande. Das heißt, ich gehe einmal über den Ball, gehe wieder zurück und spiele dann den Bandenpass. Das ist von der Annäherung von der unteren Seite. Es sieht dann so aus. Ein bisschen schwierig, aber irgendwann kommt ihr dahinter, was ich damit meine. Das gleiche brauchen wir aber genau von der anderen Seite. Das heißt, wir fangen von dieser Position an, den Ball zu passen, einmal zur Bande runter. Dann brauchen wir auch die gleiche Option ins Feld. In diesem Fall der schwache Pass, weil ich ja einmal den Ball einholen muss, um ihn ins Feld zu spielen. Danach kommt der Fake. Ich wische einmal über den Ball runter, täusche an, dass ich ins Feld spiele, spiele dann aber doch an der Bande lang. Und im Worst Case, also ganz, ganz erweitert, fahren wir einmal über den Ball, fahren wieder zurück und spielen erst mit dem zweiten Versuch. Diese ganzen Annäherungen, von denen ich gerade gesprochen habe, übt ihr dann von 3 unterschiedlichen Punkten. Einmal hier relativ weit im Feld, wo ihr den Feldpass fast gerade durchspielt. Natürlich von dem Punkt, von dem ich die ganze Zeit gesprochen habe, hier in der Mitte. Und relativ nah an der Bande, damit ihr später, wenn der Ball läuft, mehrere Optionen habt zu spielen und der Gegner nicht so gut antizipieren kann, wann euer Pass kommt. Wenn ihr jetzt inzwischen an dem Punkt angekommen seid, wo ihr sagt, cool, das funktioniert alles, was Semi mir gerade erklärt hat, muss ich euch einen leichten Dämpfer verpassen. Das ist leider nicht erlaubt, da es zu einfach ist, aus dem Stand zu passen und den Gegner eben zur Bande zu zwingen oder sowas und es fast unmöglich ist, diese Bälle abzufangen, wurde es leider verboten. Das heißt, ihr müsst leider den Ball aus dem Lauf spielen, aber das ist gar kein Problem. Ich zeige euch jetzt genau, wie ihr das Gelernte aufs Regelkonforme anwenden könnt und damit fangen wir jetzt an. Als erstes müsst ihr ein bisschen eure Motorik schulen, das heißt, ihr legt euch den Ball wieder an diesen Punkt und übt erstmal das Umkreisen des Balles. Das wird am Anfang ein bisschen schwer fallen, das sieht dann vielleicht ein bisschen holprig aus, aber das ist kein Problem und irgendwann habt ihr euch daran gewöhnt und fühlt euch auch nicht mehr unsicher, habt nicht mehr Angst, den Ball wegzuschießen bei jeder Bewegung, die ihr macht, und diese Kreise müssen auch nicht mehr so groß sein, sondern die werden dann ein bisschen kleiner und feiner. Und wenn ihr dann irgendwann an dem Punkt angekommen seid, dass ihr relativ nah und relativ schnell an dem Ball vorbeigehen könnt, dann kommen wir zur nächsten Übung. Habt ihr ein gutes Gefühl mit dem Ball umkreisen, lernt ihr jetzt den Tic-Tac auf der Fünferreihe. Auch am Anfang vielleicht ein bisschen schwieriger, für die fortgeschrittenen Spieler vielleicht nicht. Den Ball einfach hin und her spielen. Guckt genau dahin, wo der Ball läuft und versucht den ein bisschen natürlich hinter der Linie zu halten, weil wir wollen den Ball ja hinter der Linie auch letzten Endes spielen.
Den Ball könnt ihr austangieren, indem ihr die Figur von der Fünferreihe eben ein bisschen weiter hinten macht, wenn er nach vorne rollen soll, ein bisschen weiter nach vorne, wenn er nach hinten rollen soll. Irgendwann habt ihr ein Gefühl dafür und ihr müsst es auch überhaupt nicht schnell machen. Das ist sogar vorteilhaft, wenn ihr es langsam macht. Also bleibt ganz ruhig, versucht mal 20 Mal den Ball hin und her zu spielen, ohne Probleme. Und wenn ihr das könnt, kommen wir zum fast letzten Schritt und dann sind wir auch schon fast so weit und ihr könnt eine Fünferreihe spielen. Und zwar kombiniert ihr die Übung davor jetzt mit diesem Tic-Tac. Das heißt, ihr geht im Uhrzeigersinn um den Ball und lasst ihn aber nicht stoppen, sondern spielt ihn Volley wieder zurück. Das ist am Anfang ein koordinatives Meisterwerk, aber wenn ihr es auch ein paar Mal gemacht habt, habt ihr da gar keine Probleme mehr mit. Wenn ihr dann noch einen Schritt weiter wollt, macht ihr das Ganze zweimal. Und das ist wichtig für den Balllauf, den ihr später braucht. Ihr braucht nämlich einen ganz langsamen Balllauf, damit der Passmoment am Ende ziemlich lang ist und ihr viel Zeit zum Gucken habt. Also versucht mal in der Folge den Ball mehrfach zu umkreisen. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren, sonst funktioniert das nicht. Ohne dass der Ball zum Liegen kommt. So, und jetzt kommen wir zum allerletzten Schritt, um die Fünferreihe perfekt zu spielen. Wir kombinieren jetzt alle unsere gelernten Fähigkeiten in die echte Fünferreihe, wie sie die Profis spielen. Das heißt, wir gehen in den Tic-Tac und anstatt den Ball komplett zu umrunden, gehen wir hinter den Ball, so wie wir es an der allerersten Übung gemacht haben. Und lassen den Ball natürlich laufen, weil der Standpass natürlich verboten ist. Und gehen dann wieder kurz bevor die Bande berührt wird, wieder mit der Figur hinter dem Ball. Da wir nur 2 Bandenberührungen laut ITSF, also International Table Soccer Federation Regelwerk, haben. Mit der 3. Bandenberührung muss der Ball durchgespielt werden. Aber sobald ihr das hier macht und das hier könnt ihr, während ihr hinter dem Ball seid, mit einem langsamen Balllauf, den wir eben durch diese Übung gelernt haben, sehr viel Informationen sammeln, mit den allerersten Übungen, wo wir gegen Freunde geübt haben, durchzulegen, indem wir hier mal ein bisschen rumzappeln und gucken, was kann ich machen, wie kann ich ihn fesseln. Genau, und das Ganze spielt ihr dann aus dem Lauf. Das braucht dann ein bisschen Übung, um das Ganze zusammenzusetzen. 2 letzte Tipps habe ich jetzt noch für euch, und zwar die Fakes, von denen ich vorhin gesprochen habe. Versuche ich jetzt mal zu erklären, wofür die da tatsächlich da sind. Während der Ball läuft, habt ihr nämlich die Möglichkeit, hinter dem Ball zu gehen und abrupte oder schnelle Bewegungen zu machen oder eben auf die unterschiedlichen Seiten des Balls zu gehen und zu schauen, bevor ihr passt, wie der Gegner darauf reagiert. Ihr könnt zum Beispiel den Ball laufen lassen und ihr seht, sobald ihr eine schnelle Bewegung nach oben macht, geht der Gegner zur Bande beispielsweise. Dann könnt ihr ja im gleichen Augenblick denken, alles klar, wenn ich hier schnell auf den Ball rübergehe, dann mache ich erstmal diese Zuckbewegung, dann geht der Gegner zur Bande und dann spiele ich meinen Feldpass. Das sieht dann in etwa so aus. Ich versuche es jetzt einmal einhändig nachzumachen, aber genauso funktioniert es. Ihr versucht immer zu simulieren, was wäre wenn, was wäre gewesen. Wenn ich jetzt gerade so gemacht hätte, hätte ich ja die Möglichkeit gehabt, den Bandenpass zu spielen. Wenn ich dabei feststelle, dass ich bei dieser Bewegung keine Reaktion von meinem Gegner auf der Fünferreihe sehe, der steht immer noch hier im Feld rum, dann weiß ich ja, der Pass hätte gerade funktioniert. Das heißt, ich mache das 1-2 Mal, versuche wieder Informationen zu sammeln, ich gehe knapp und schnell hinter den Ball und simuliere eben diese Pässe. Das heißt, wenn ich hier rüber gehe, simuliere ich zum Beispiel, ich weiß ja, ich habe die Option, haben wir am Anfang geübt, den Ball immer noch ins Feld zu spielen. Ich habe die Option, von hier aus den Ball zur Bande runter zu spielen. Und das müsst ihr eine Zeit lang probieren und dann kriegt ihr ein Gefühl dafür. Ja, und das war's auch schon. Ich hoffe, es war euch nicht zu kompliziert. Wenn ihr aber dieses Video immer wieder schaut, werdet ihr wahrscheinlich immer mehr Sachen verstehen von den Dingen, die ich versucht habe zu übermitteln. Ich hoffe, es macht euch Spaß. Ihr habt den Ehrgeiz, das zu trainieren, und ich bin mir sicher, damit werdet ihr auch irgendwann eine sehr, sehr gute Fünferreihe spielen.